Hallo, heute will ich euch mal meine Zugkap-Gärungssäge, die KGS 305M von Metabo vorstellen. Von dieser Bauart gibt es von Metabo 3 verschiedene Größen. Das ist einmal die KGS 216, dann die KGS 256 und meine Maschine die KGS 305. Und die Zahlen bedeuten den Sägeblattdurchmesser der Maschine von 216 mm zu 256 mm und wie jetzt hier in diesem Fall die 305 mm Sägeblattdurchmesser. Die Maschine sieht man jetzt hier in diesem Zustand, wie ich sie transportiere. Dazu schwenke ich sie immer ganz nach rechts, damit sie kompakter wird, und dann kann ich sie am Ausleger nehmen und da hinten befindet sich ein Griff, damit man sie transportieren kann. Und auf der Rückseite befindet sich dann der Kabelanschluss, das sind 230 Volt bei der Maschine, den kann man dann auf so einen Halter aufwickeln, das Kabel. Die Maschine an sich hat eine Leistung von, da gibt es ein Typenschild unter dem Motor, kann man sich das dann anschauen. Die KGS 305M, 220 bis 240 Volt und eine P1-Leistung von 1,6 kW bei 100% S1 und eine Stromaufnahme von 7,6 Ampere und das Ganze ist IP20 geschützt. Da sieht man jetzt nochmal die Beschreibung vom Sägeblatt, dass es quasi eine Bohrung hat von 30 mm und einen maximalen Durchmesser von 305, was man da verwenden darf auf der Maschine. Vorne befindet sich dann noch ein Aufkleber für den Laser als Schnittmarkierung zum Sägen vom Holz. Und da vorne ist dann der Laser. Und mit den 2 Schrauben kann man dann den Laser, 3 Schrauben, also unten sind es 2 und der vordere ist dann quasi für die Tiefe, da kann man den Laser nach oben und nach unten auch noch verstellen und die 2 unteren sind für links und rechts die Verstellung. Und jetzt ist er quasi hochgefahren, die Kappsäge. Und mit der vorderen Bedieneinheit hat man den Griff, den muss man nach links drehen, dann ist es entsperrt und dann den Riegel nach unten drücken und dann kann man die Säge auf 0 Grad stellen und dann wieder den Hebel nach rechts drehen und dann ist er wieder befestigt. Dann sieht man jetzt hier die Skala, die geht in beide Richtungen von 0 bis 47 Grad auf der linken Seite, ebenso, wenn ich es jetzt nochmal aufmache, dann sieht man das besser, ebenso auf die rechte Seite kann man schwenken von 0 bis 47 Grad. Dann haben wir auf dem Tisch 2 Auszüge, um quasi als Tischverlängerung zu verwenden. Die kann man dann ausziehen, die beiden Tische. Und die sind mit so einer Klemmschraube fixiert. Man könnte jetzt zum Beispiel mal messen, wie breit der Auflagetisch ist, wenn beide ausgezogen sind. Sprich dann eine Gesamtlänge von ca. 78 cm. Dann die Schnittkapazität beträgt ca. 31 cm. Dann auf dem Tisch befindet sich noch ein Niederhalter. Der ist schwenkbar und hat ebenso eine Schnellverstellung, indem man den Knopf drückt. Kann man auch die hintere Stange kann man in der Höhe den Auslegearm verstellen und anpassen. Das ist eine ganz normale Rändelschraube, die man lösen kann und dann kann man den Ausleger nach unten und nach oben fahren und in der gewünschten Position wieder befestigen. Und dieser Auslegearm ist auch entfernbar, den kann man wegnehmen und kann ihn dann, vorne ist in der Maschine eine Bohrung, da kann man dann den Auslegearm reintun und kann dann gegen den Aluanschlag spannen. Das ist auch eine Möglichkeit, die Werkstücke, wenn sie etwas höher sind, zu befestigen. Und das kann man sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite ist eine Bohrung vorhanden. Den Auslegearm zum Spannen reintun kann. Ebenso ist auch auf der rechten Seite hinter dem Aluanschlag ebenso eine Bohrung für den Niederhalter. Auf der linken Seite kann man dann die Säge
neigen, deswegen ist auch die Anschrägung an beiden Anlageflächen. Und wenn man einen Gärungsschnitt ausführen will, dann kippt die Maschine nach links und dafür muss man dann diese Rändelschraube öffnen und kann dann den Anschlag nach links schieben, bis die beiden Anschläge eine Linie bilden und dann die Rändelschraube wieder befestigen. Wenn man das dann soweit hat, muss man den Niederhalter, der ist nämlich dann im Weg, wenn die Maschine nach links kippt, muss man den rausnehmen. Dann hat man an der Maschine hinten eine Skala. Da sieht man jetzt, dass man hier die Nullposition hat, der 90-Grad-Schnitt. Und dann hat man auch die Funktion, die Maschine weiter als 0 zu schwenken nach rechts. Das geht dann um 2 Grad. Und wenn man das machen will, ist hinten an der Maschine ein Knopf. Und wenn man den dann reindrückt, okay, jetzt habe ich den Knopf reingedrückt. Das sieht man jetzt, dass er drin ist. Dann sieht man vorne an der Anzeige, dass ich nicht mehr auf 0 bin, sondern auf ca. 2 Grad unter 0. Das ist dann ein Hinterschnitt. Und wenn ich dann wieder Richtung 0 schwenke, das hat man jetzt gehört, dann rastet der Bolzen wieder ein und er hat wieder seine normale 0 Grad Endanschlagposition. Und die Maschine kann man dann für Gärungsschnitte bis auf 45 Grad schwenken. Jetzt habe ich sie geschwenkt, jetzt haben wir hier die 45 Grad. Und da ist es dann ebenso, da kann man dann auch durch Drücken des Knopfes hinter der Maschine die Maschine noch weiter verstellen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt müsste man wieder sehen, wie der Knopf drinnen ist. Ja, und jetzt schwenkt die Maschine auf 47 Grad. Dann stelle ich die Maschine wieder auf 0 Grad. Befestige den Auslegearm durch Festschrauben mit dem roten Hebel. Das Kabel kann man dann abwickeln. Auf der Seite befindet sich dann noch die Bedieneinheit mit dem Motor. Da sind die Verschraubungen für die Kohlebürsten auf beiden Seiten. Und vorne, wo sich der Griff befindet, sieht man auf der rechten Seite die Spindelarretierung, wenn man das Sägeblatt wechseln will. Und dann hat man hier oben jetzt den Griff. Und wenn ich jetzt so reingreife und mit der Hand nach links gehe, entsperrt die Säge den Sägeblattschutz und ich kann die Säge zum Sägen nach unten drücken und somit wird auch der Sägeblattschutz nach vorne weggeklappt und man kann den Schnitt ausführen. Dafür muss man noch den Hebel nach innen drücken. Dann auf der Oberseite der Maschine hat man noch zwei Einschaltknöpfe. Das ist auf der linken Seite einmal der Laser, sowie auf der rechten Seite ist die Einschaltung des Arbeitslichtes für die Kappsäge. Das Licht befindet sich auf der Unterseite des Gehäuseschutzes. Dann haben wir noch auf der anderen Seite die Einstellung mit Tiefenstopp. Da kann man dann quasi einstellen, wie weit das Sägeblatt nach unten gehen soll. Eine Begrenzung für Überblattungen und sonstige Auskerbungen, Nuden. Wenn man das ausführen will, muss man die Blechlasche nach vorne ziehen. Wenn man das dann getan hat und man will einen Schnitt ausführen, dann sieht man, dass auf das Blech die Rändelschraube draufdrückt und somit dann das Sägeblatt begrenzt in der Schnitttiefe. Da ist auch noch eine Skala, mit der man grob abschätzen kann, wie tief jetzt der Schnitt ist, den man ausführt. Und weiter hinten sieht man noch eine Rändelschraube und die ist dann die Blockierung der Säulenführung für den Transport oder wenn man eine gewisse Position haben will. Dafür dreht man dann die Rändelschraube nach rechts zum Befestigen. Und man sieht schon, die Maschine braucht sehr viel Bauraumtiefe. Das ist quasi vom Kabelführung bis nach vorne sind es dann ungefähr 105 cm, was da die Einbautiefe ist. Was es noch gibt an der Maschine, das eigentlich ein Zubehör ist unten Adapteraufnahme. Und diese Adapteraufnahme ist für den mobilen Arbeitstisch, den es noch als Zubehör gibt, mit dem man dann die Maschine auf den Arbeitstisch fixieren kann mit so Klemmhebeln. Dann zum Sägeblatt selber. Da haben wir ein Sägeblatt mit einem Durchmesser von 305 mm.
Und das ist jetzt das Originale gewesen, das mit der Maschine geliefert wurde. Das ist ein 305 mm mal eine Zahnstärke von 2,4 mm mit 30 mm Befestigungsbohrung und hat eine Anzahl von 56 Zähne in Wechselzahnform. Und da gibt es auch verschiedene Sägeblätter von Metabo oder auch im Zubehörhandel. Je nachdem, was man für Material schneiden dort, gibt es verschiedene Zahnformen wie auch verschiedene Anzahl der Zähne für die Maschine zu kaufen. Auf der Rückseite gibt es dann ein Fach, da ist dann der Imbusschlüssel verstaut. Das ist ein 6er Imbusschlüssel. Auf der einen Seite ist es ein Imbusschlüssel und auf der anderen Seite ist noch ein Kreuzschlitz dran. Den kann man dann da reinstecken und kann dann auf der rechten Seite die Spindelarretierung, den Knopf drücken. Und dann auf der linken Seite das Sägeblatt lösen. Und dafür muss man halt dann, wenn man das gelöst hat, die Abdeckung, das ist ein wenig Fummelei, muss man halt dann so nach oben halten. Da braucht man am besten noch einen zweiten Mann und dann kann man das besser raustun, das Sägeblatt beim Wechsel. Jetzt könnte ich nochmal die Maschine einschalten, damit man den Laser sieht und die Beleuchtung. Die Maschine eingeschalten. Jetzt gebe ich die Maschine mal nach unten und das wieder mit dem Sperrknopf arretieren. Jetzt ist der Sägekopf unten, dann kann man das besser zeigen. Dann haben wir hier jetzt auf einmal auf der einen Seite, auf der linken Seite wieder die Arbeitsleuchte. Das sind 3 LEDs. Also wenn man eine dunklere Werkstatt hat, dann macht sich das schon bemerkbar, aber jetzt bei mir ist es relativ hell momentan, da sieht man jetzt nicht so den Effekt. Und vorne ist jetzt dann der Laser, der ist jetzt auch schon ein, da sieht man jetzt in der Mitte den Laser. Kann ich mal den Sägekopf nach oben tun. Jetzt lege ich mal ein Stückchen Siebdruckplatte drauf, dann sieht man, es müsste ein Strich sein. Bin mir aber nicht genau sicher, da ich nicht viel mit dem Linienlaser arbeite, sondern ich arbeite quasi wirklich per Anriss auf dem Holz und schaue dann, wie sich das Sägeblatt dazu befindet an dem Anriss. Und jetzt noch so zu meinen Erfahrungen mit der Maschine. Ich habe sie jetzt seit 3 Jahren und bin im Großen und Ganzen zufrieden mit der Maschine. Also sie hat schon eine extreme Kapazität. Man kann da, glaube ich, über 100 mm Balken mitschneiden und eben auch die besagten 31 cm breite Stücke sägen. Also Kapazität ist schon mit vergleichbaren Maschinen auf dem Markt ist schon groß von der großen Serie, jetzt von der KGS 305. Das Einzige, was bei meiner Maschine etwas stört, ist der hintere Anschlag. Der ist bei meiner nicht hundertprozentig plan. Das habe ich festgestellt. Da habe ich ein wenig Probleme gehabt, ihn einzustellen, sodass ich wirklich auf beiden Seiten links des Anschlages, sowieso auf der rechten Seite, denselben 90-Grad-Schnitt erziele. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man sägt, sollte man schon am Anfang etwas warten, bevor man das Sägeblatt nach unten neigt, da aufgrund des großen Sägeblattdurchmessers die ersten Umdrehungen das Sägeblatt in Schwingungen gerät und auch etwas vibriert. Deshalb sollte man schon der Säge etwas Zeit geben, bevor man ins Material eintaucht mit der Kappsäge. Das ist mir so aufgefallen. Und vom Preis her weiß ich nicht mehr genau, was ich gezahlt habe. Auch um die 400 € waren das. Und das war für das, was ich kann, preis-leistungsmäßig top. Es ist immer die Frage, für was man die Maschinen verwendet und was für Materialien das man damit schneidet und wie oft man damit arbeitet. Und in dem Fall für den Hobbybereich ist eine gute Maschine.